Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Den Limo One, diesen Mähroboter, den ihr hinter mir seht, das ist ein ganz besonderes Teil. Ein schwimmendes Mähwerk mit 2 Mulchmessern garantieren 40 cm Schnittbreite. Der Raupenantrieb sorgt dafür, dass dieses Teil Steigerungen von 45 Grad bewältigen kann. Und der 15 Ampere-Stunden Akku sorgt dafür, dass 7000 Quadratmeter Mähleistung am Tag möglich sind. Ihr merkt also, das ist wirklich ein Biest, das hat richtig Power. Ob das überdimensioniert ist für meine Rasenfläche hier, dem gehe ich in diesem Video nach, denn ich lasse ihn zusätzlich auf einer richtig großen Rasenfläche fahren, um mal zu schauen, ob er diese Leistung tatsächlich erbringt. Darüber hinaus zeige ich euch hier im Video, wie ihr das Teil installiert, welche Funktionen die App hat, wie ihr ihn überhaupt einrichtet. Und wenn euch das alles interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Der Limo One ist ein moderner Mähroboter der neuesten Generation, entwickelt für große und komplexe Rasenflächen. Sein Navigationssystem kombiniert hochpräzises RTK mit V-SLAM-Technologie. Dadurch arbeitet der Roboter ohne Begrenzungskabel und kann Flächen bis zu 1 Kilometer rund um die RTK-Referenzstation exakt kartieren. Bis zu 80 verschiedene Zonen lassen sich in der App einrichten, inklusive No-Go-Bereichen und Verbindungswegen zwischen den Flächen. Für den Antrieb setzt der Limo One auf ein Kettenfahrwerk. Damit bewältigt er Steigerungen von bis zu 45 Grad, also 100%, und erklimmt Hindernisse bis zu 5 cm Höhe. Seine Fahrgeschwindigkeit liegt je nach Einstellung zwischen 0,3 und 1 Meter pro Sekunde. Die Schnittleistung basiert auf einem dualen Messersystem mit rotierenden Mulchklingen. Die Schnittbreite beträgt 40 cm. Die Schnitthöhe lässt sich flexibel zwischen 3 und 10 cm einstellen. Mit einer Drehzahl von bis zu 6000 Umdrehungen pro Minute sorgt das System für ein sauberes Schnittbild und gleichmäßige Mulchverteilung. Im Inneren arbeitet ein langlebiger LiFePO-Akku mit 15 Ampere-Stunden bei 35 Volt. Das entspricht einer Kapazität von rund 528 Wattstunden. Eine Akkuladung reicht für bis zu 2300 Quadratmeter. Am Tag schafft der Limo One sogar 7000 Quadratmetern Mähleistung. Geladen wird der Akku in nur 90 Minuten von 10 auf 90% mit dem Schnellladegerät. Die Lebensdauer beträgt rund 2500 Ladezyklen. Auch beim Thema Sicherheit überzeugt der Limo One. Er ist nach IPX6 gegen Wasser geschützt, verfügt über Hebe- und Kippsensoren, einen sofortigen Messerstopp sowie einen Notausknopf. Zusätzlich bietet er einen GPS-geschützten Diebstahlschutz mit virtuellen Zäunen und einer Sperrfunktion in der App. Gesteuert wird der Roboter über die Limo-App für iOS und Android. Dort lassen sich Karten anlegen, Zeitpläne einstellen, Muster und Bahn wählen sowie Anti-Diebstahl-Funktionen aktivieren. Neben WLAN unterstützt das Gerät auch Bluetooth und 4G für zuverlässige Konnektivität. Der Limo One vereint also präzise Navigation, starke Leistung und maximale Sicherheit und setzt damit neue Maßstäbe bei den kabellosen Mährobotern. Dann lasst uns mal gemeinsam schauen, was sich in der Kiste befindet, was zum Roboter alles dazugehört. An der Stelle ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr diese Kiste transportiert, braucht ihr wenigstens 2 Leute oder eine Sackkarre. Der Roboter selber wiegt sage und schreibe 35 Kilogramm und das Paket ist mit 53 Kilogramm angegeben worden. Die Verpackung wirkt sehr sauber, sehr stabil, sehr edel und ich habe direkt auf der Oberseite eine Erste-Hilfe-Karte. Wenn ich Probleme habe, kann ich mich direkt an Limo wenden und Hilfe anfordern. Dazu gibt es eine Anleitung in Deutsch, Englisch, Französisch, also mehreren Sprachen ausgegeben, wo genau beschrieben wird, wie die ersten Schritte sind, was ich zu tun habe. Und dann schauen wir einfach mal, was unter dieser Abdeckung sich befindet. Da ist dieser Roboter mitsamt der Ladestation. Und ich kann euch sagen, das Teil sieht unglaublich geil aus, aber das wiegt. Das ist wirklich massiv, 35 Kilo. Das sollte eine ganze Weile halten. Das ist jetzt kein Plastik, Billigkram. Das ist wirklich massiv. Was gibt es dazu? Ich habe die Stangen, die Halterung für das RTK-System. Die RTK-Antenne kann entweder über den Bodenspieß, diesen hier, in die Erde eingesteckt werden, also überall da, wo er das Ganze braucht. Es gibt auch ein 10 Meter Verlängerungskabel dazu. Oder ihr könnt die Antenne sogar an der Hauswand montieren. Das habe ich bei bisher noch keinem Roboter erlebt, dass für die Hauswand das Set inklusive ist und nicht separat gekauft werden muss.
Bevor ich die Ladestation jetzt aufbaue, den Roboter auflade und die App installiere bzw. den Roboter in der App anlerne, noch ein wichtiger Hinweis. Denn dieser Roboter hat eine entnehmbare Batterie bzw. einen Akku, den man entnehmen kann. Und zwar könnt ihr auf der Rückseite diese Abdeckung abmachen und habt hier einen wirklich massiven und schweren Batterieblock. Das Teil hat 528 Wattstunden bzw. 492 tatsächlich nutzbare Wattstunden stecken in diesem Teil drin. Das merkt man auch. Der ist nicht für so kleine Gartenflächen gedacht, der ist wirklich für große Flächen gedacht. Und diese Batterie könnt ihr auf der Rückseite austauschen, ihr könnt sie einbauen. Und ganz wichtig, vor der ersten Inbetriebnahme müsst ihr den Stecker vom Rasenroboter mit der Batterie verbinden. Einfach ineinander stecken, bis es einrastet. Wieder rein. Und die Abdeckung drauf. Fertig. Tja, mein erster Eindruck ist schon mal sehr, sehr positiv. Das Teil wirkt massiv, wird sauber gearbeitet und ich bin echt gespannt, wenn ich es zum Laufen bringe. Jetzt kommt erstmal die Ladestation dran und dann richten wir das Teil in der App ein. Die Ladestation steht dort, wo sie stehen soll. Mit den 4 Erdankern habe ich sie befestigt, habe das Stromkabel an der Station verbunden und ganz wichtig, diese Ladestation hat einen Ein- und Ausschalter auf der Rückseite. Den habe ich eingeschaltet und man sieht jetzt hier dieses grüne Licht leuchten. Die Ladestation ist im Einsatz. Die RTK-Antenne habe ich auf der anderen Seite des Rasens angebracht und zwar dort oben an meinem Holzregal. Die Antenne hat also keine direkte Verbindung zur Ladestation. Die RTK-Antenne wird in das Rohr eingeschraubt, es funktioniert nur in einer bestimmten Position und das Kabel wird innerhalb des Rohres entlang geführt. Ich habe es hier außenrum noch ein wenig provisorisch verlegt, das mache ich hinterher noch hübsch. Ihr müsst aber auf jeden Fall darauf achten, dass diese Antenne eine freie Sicht nach oben in den Himmel hat, denn die Satellitensignale müssen sauber aufgefangen werden. Ideal ist natürlich auch, wenn die Antenne eine möglichst große Sichtlinie auf den Rasen, auf die Fläche hat, die ihr mähen wollt. Der Roboter ist durchaus in der Lage, auch ohne dieses RTK-Signal zu fahren. 150 Meter sollen kein Problem sein laut der Anleitung. Je mehr Sicht jedoch da ist, umso besser. Der Roboter steuert nämlich in erster Linie Zentimeter genau über dieses RTK-Satellitensignal und immer dann, wenn er dieses Signal verliert, weil die Sicht blockiert ist, navigiert er ausschließlich über die anderen Sensoren, wie zum Beispiel die Kamera oder den Ultraschallmesser. Und idealerweise sind natürlich alle Sensoren in Kombination mit der RTK-Antenne im Einsatz und so könnt ihr wirklich den kompletten Rasen mit einer zentimetergenauen Genauigkeit abmähen. Um den Roboter in der App einzurichten, muss ich ihn natürlich erst einmal einschalten. Hierzu klicke ich mindestens 3 Sekunden lang auf den Power-Knopf, bis ich ein Signal höre und der Roboter entsprechend losfährt. Die App braucht ihr übrigens für die Einrichtung, für die Software-Updates, also die solltet ihr euch auf jeden Fall herunterladen. Die Links zum App Store als auch zum Play Store findet ihr unter dem Video, dort verlinke ich euch das Ganze in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit der Installation. Grundsätzlich funktioniert der Limo One auch ohne eine Internetverbindung, allerdings fehlen dann viele Funktionen, unter anderem auch die Updates. Es genügt übrigens, wenn die WLAN-Verbindung ausschließlich an der Ladestation vorhanden ist, der Roboter muss nicht permanent damit versorgt werden. An eurem Handy sollte Bluetooth eingeschaltet werden, um die WLAN-Verbindung herzustellen. Der Roboter scannt automatisch alle verfügbaren Netzwerke und ihr müsst nur noch euer WLAN aussuchen und das Kennwort zum WLAN hinterlegen. Um die RTK-Antenne mit eurem Roboter zu verknüpfen, müsst ihr lediglich über die App den QR-Code auf der Unterseite der Antenne scannen. Limo empfiehlt jedoch, diesen Schritt als letzten vorzunehmen, da zunächst die Software-Updates durchgeführt werden sollten. Ich habe den Roboter erfolgreich mit meiner App gekoppelt und kann ihn nun über die App komplett steuern. Ich kann Zeitpläne anlegen, ich kann die Mäheinstellungen bearbeiten und viele andere Dinge, die tatsächlich nur über die App funktionieren. Doch bevor ich das alles machen kann, muss ich dem Roboter zunächst das Grundstück anlernen, sprich ich muss es kartieren. Ich habe bei mir insgesamt 3 Zonen, die ich nun nacheinander anlege. Zunächst die erste Zone hier, danach muss der Roboter über den Gehweg fahren und auf der anderen Seite dort drüben 2 weitere Zonen machen. Die Zonen werden
werden einzeln Stück für Stück angelegt und anschließend über Wege miteinander verbunden. Die Wege, die der Roboter fährt, sind dann auch die Wege, die er später nutzen wird. Ihr könnt also mehrere Zonen miteinander verbinden. Die Rasenflächen müssten nicht am Stück durchlaufen. Die App ist meiner Meinung nach sehr übersichtlich gehalten. Sie ist komplett auf Englisch und in keiner anderen Sprache verfügbar. Auf der Startseite seht ihr euren Roboter, das aktuelle Wetter und den Ladezustand. Oben rechts habt ihr noch die Symbole für die aktuelle Konnektivität und die Einstellungen, die sich unter dem Zahnrad verbergen. Alle Einstellungen sind meiner Meinung nach soweit selbsterklärend. Wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, dann schreibt mir einen Kommentar unter das Video und ich werde ein zusätzliches Extra-Video machen. In diesem Video möchte ich eigentlich nur auf die Einstellung der Karte gehen. Unter View Map könnt ihr die Karten aufrufen und habt hier die Möglichkeit, eure Karten zu sehen und entsprechend auch zu bearbeiten. Ich wähle an der Seite den Stift und hier kann ich nun meine 3 angelegten Karten einzeln bearbeiten. Um sie bearbeiten zu können, muss ich die entsprechende Karte einmal kurz markieren und rechts wird die Möglichkeit freigeräumt, die Zone zu konfigurieren, sie also anzupassen oder die Ecken, die Kanten noch einmal nachzujustieren. Ich habe meine Kanten mit einer leichten Überschneidung abgefahren und den Roboter so programmiert, dass er exakt die voreingestellte Fahrroute nutzen soll. Das hat den Vorteil, dass ich an den Rändern tatsächlich alles abmähen kann. Ich gehe in die Konfiguration und hier seht ihr nun, was ich alles einstellen kann. Zunächst kommt die Schnitthöhe, die mit 4,5 cm vorbelegt ist. Das Ganze kann bis auf sage und schreibe 9,5 cm bzw. 3 cm eingestellt werden. Darüber hinaus könnt ihr einstellen, wie schnell sich die beiden Rotorblätter drehen sollen. Hier sind maximal 5000 Umdrehungen pro Minute möglich. Beachtet aber, dass bei diesen hohen Drehzahl der Roboter tatsächlich auch sehr, sehr laut wird. In der Geschwindigkeit des Roboters muss ich sagen, ein halber Meter pro Sekunde ist noch ganz angenehm. Das Maximum von 1 Meter pro Sekunde ist unglaublich schnell. Im nächsten Punkt könnt ihr einstellen, wie das Muster gemäht werden soll. Idealerweise muss der Roboter nicht sehr oft wenden und fährt viele lange gerade Strecken. Ihr könnt also über den Angle Point festlegen, wie das Mähmuster sein soll. Hierzu schiebt ihr den Regler einfach so weit hin und her, dass sich ein möglichst rechtwinkliges Muster zu eurem Rasen ergibt. Die Überschneidung der beiden Fahrtrichtungen, einmal hin und einmal her, habe ich mit 35 cm hier auf dem Maximum. Ich kann das Ganze aber weiter reduzieren auf 25 cm. In dem Fall würde der Roboter zwar länger brauchen, aber deutlich effektiver bzw. sauberer schneiden. Unter Moving Order wird die Reihenfolge festgelegt. Hier kann ich festlegen, dass der Roboter entweder erst die komplette Rasenfläche, also die Main Area First, mähen soll oder dass er zunächst den Rand mähen soll, die Perimeter First, und danach erst die Hauptfläche. Das liegt in eurer Entscheidung, wie es euch lieber ist. Die nächste Einstellung ist etwas ganz Besonderes. Der Roboter wurde von mir ja so umgebaut, dass er das Gras mulcht und links und rechts aus den beiden Öffnungen herausschießt. Das bedeutet aber auch, dass die Maat an der Seite gegebenenfalls auf Gehwege oder auf meine Terrasse ausgeworfen wird. Ich kann hier nun festlegen, dass die jeweils äußere Messerscheibe inaktiv bleibt. Das bedeutet, dass das Mähgut immer nur nach innen ausgeworfen wird, aber nicht nach außen auf die Ränder bzw. auf meine Terrasse. Das macht dann Sinn, wenn ihr die Maat einfach nicht auf euren Wegen haben wollt. Im nächsten Schritt legt ihr fest, in welchem Muster der Roboter fahren soll. Zickzack, glaube ich, erklärt sich von ganz alleine. Das ist das bekannte Zickzack-Muster. Mit dem Schachbrett habt ihr die Möglichkeit, dass der Roboter einmal längs und einmal quer fährt und dieses typische Schachbrettmuster hinterlässt. Und bei Perimeter Labs Only legt ihr fest, dass der Roboter ausschließlich den Rand befahren soll. Ich bevorzuge das Schachbrett, sieht meiner Meinung nach am schönsten aus. Und im nächsten Punkt kann ich auch direkt festlegen, wie der Versatz sein soll. Bei einem Schachbrett macht es natürlich Sinn, das Ganze auf 90 Grad festzulegen. Im Obstacle Detection Mode legt ihr fest, wie der Roboter mit Gegenständen am Rand bzw. auf dem Rasen umgehen soll. Der Roboter hat eingebaute Kameras, weitere Sensoren, aber eben auch vorne an der Stoßstange die Bumpers. Hier könnt ihr nun festlegen, ob der Roboter mit allen Funktionen smart auf Hindernisse erkennen soll, um diesen auszuweichen, oder ob er ausschließlich auf Kontakt reagieren soll.
In der No-Go-Zone Moving Labs legt ihr fest, wie oft der Roboter eine No-Go-Zone umfahren soll. Da ich bisher keine solche Zonen benötige, habe ich hier eine Null stehen. Es macht aber Sinn, diese Zonen mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal abfahren zu lassen. Das gleiche gibt es natürlich auch für die normalen Kanten des Rasens. Hier habe ich festgelegt, dass der Roboter die Kanten zweimal abfahren soll. So kann ich sicher gehen, dass wirklich alle Grashalme am Rand abgeschnitten werden und der Akku, die Power des Roboters ist ausreichend groß genug, um das Ganze in einem Durchgang zu schaffen. Der letzte Punkt legt fest, wie präzise der Roboter die Kanten schneiden soll. Hier könnt ihr festlegen, dass entweder die präzise Ecke genommen wird, das ist die Route, die ihr ursprünglich einmal abgefahren seid, oder ihr nutzt die andere Variante, in welcher der Roboter über seine Sensoren versucht, automatisch an der Kante entlang zu navigieren. Diese Variante ist schonender für Gegenstände, die dort liegen und verhindert auch ein Anecken bzw. Schramm am Roboter, aber eben auch nicht so genau, denn Teile des Grases werden definitiv stehen bleiben. Bei mir ist der Platz ausreichend für eine Überfahrt über die Kante hinaus, deswegen wähle ich genau die Route, die ich zuvor festgelegt habe. Diese Einstellung könnt ihr für jede eurer Zonen einzeln und individuell festlegen. Und nachdem der Roboter nun den Rasen hier auf meinem Grundstück optimal gemäht hat, kommt der nächste große Test. Ich nehme euch mit zu einem großen Feld, zu einer großen Fläche, um mal die Gesamtleistung dieses Monsters zu testen. Seit 64 Minuten fährt der Limo One diese Fläche ab. Aktuell habe ich 35% geschafft von 2073 Quadratmetern insgesamt und der Reststand des Akkus ist immer noch bei 18%. Ich habe jegliche Energiesparoptionen abgeschalten. Was man sehr gut sieht, der Roboter ist tatsächlich brachial. Die Maulwurfshügel wurden einfach platt gemacht, liegt aber auch daran, dass ich sämtliche Sicherheitseinrichtungen für diesen Test abgeschalten habe. Keine Angst, hier sind aktuell keine Maulwürfe mehr, die haben wir vorneweg vertrieben. Aber man sieht sehr schön, wie der Roboter einfach alles platt macht. Und an der Stelle hört man es wahrscheinlich auch. Mit 5000 Umdrehungen ist der Roboter doch recht laut. Bei mir auf dem Grundstück habe ich ihn mit 3000 Umdrehungen laufen lassen mit den beiden Rotorblättern, mit den beiden Schneideblättern. Da ist es deutlich leiser wie bei einem normalen Mähroboter. Hier kommt es aber auf die Geschwindigkeit an. Da sind 5000 durchaus angebracht. Die großen Pappeln, die ihr hier seht, beziehungsweise Meerrettich scheint das zu sein, die macht er übrigens nicht platt. Da fährt er drüber. Die Blätter sind aber zu groß. Und in dem Fall sieht man jetzt hier, die werden einfach nur angesenkt, abgeschnitten, aber nicht komplett platt gemacht. Aber was soll's, wenn einmal eine Grundreinigung, eine Grundfläche vorhanden ist, um den Roboter fahren zu lassen, dann reicht durchaus auch aus, da wächst nichts mehr nach, weil der Roboter das ja kontinuierlich unten lässt. Ich lasse ihn jetzt noch eine Weile laufen, es sind ja immer noch hier drüben die große Fläche, die gefahren werden muss, hinten die große Fläche und auch hier die Seite muss noch gemacht werden. Und ja, unterm Strich denke ich mal, effektive Mähzeit für über 2000 Quadratmeter wird so auf ungefähr 3,5 bis 4 Stunden hinauslaufen mit einer Zwischenladung zwischendurch. Also die 7000 Quadratmeter am Tag scheinen durchaus realistisch zu sein. Ich durfte den Limo One nun eine ganze Weile testen und es wird Zeit für ein Fazit. Was kann ich euch mitgeben, was kann ich euch zum Roboter sagen? Nun ja, die Leistung, die dieses kleine Biest mit sich bringt, ist absolut überwältigend. 1 Meter pro Sekunde, da kommt man kaum hinterher mit einem gemütlichen Laufen. 7000 Quadratmeter am Tag ist ebenfalls eine enorme Leistung. Die Schnitthöhe passt. Was mir ganz besonders gefällt, ist, dass er tatsächlich die Ecken und Kanten akkurat schneidet. So wie ich ihn angelernt habe, macht er die Kanten eben einfach mit. Das haben die anderen nicht mitbekommen. Der Raubmantrieb sorgt dafür, dass er auch in unwegsamem Gelände jederzeit vorankommt. Auch wenn ich hier keine 45 Grad Steigerung testen konnte, ich traue es diesem Biest absolut zu.
Doch es gibt auch Schattenseiten. Der Roboter ist schwer, er ist brachial und er ist meiner Meinung nach nicht unbedingt für den kleinen Ziergarten geeignet, sondern tatsächlich für die große Fläche. Wer also große Rasenflächen hat, die er einfach nur unten halten möchte, ohne regelmäßig 1-2 Mal die Woche zum Rasenmäher zu greifen, der ist mit diesem Teil absolut richtig beraten. Der Roboter macht zuverlässig seine Arbeit, er findet immer den Weg zurück in die Station, lädt automatisch auf. Das ist einfach nur ein Arbeitstier, was richtig powern möchte. Das ist meine Meinung zum Roboter und ich kann an der Stelle sagen, ja, ich kann es für jeden empfehlen, der einfach große Rasen- und Wiesenflächen hat. Doch, was ist meine Meinung, was ist eure Meinung? Gebt mir doch mal ein Feedback, was haltet ihr von diesem Monster? Wie findet ihr das Design, wie findet ihr die Leistung? Welche Einsatzzwecke bieten sich eurer Meinung nach ebenfalls noch an? Schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar unter das Video, würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wo ihr das Teil herbekommt, denn der Marktstart ist ja eben erst angelaufen, dann schaut mal unter das Video in die Beschreibung, dort verlinke ich euch die Webseite des Herstellers und ja Produktlinks und weiteres Zubehör und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr einmal da unten seid, wenn ihr meinen Kanal den Like gebt für das Video und natürlich auch abonniert, um keine neuen Videos zu verpassen. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen, freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, ciao!